Moin Juris. So, ein neuer Tag und ein neues Thema haben wir heute. Aber erstmal, wie hast du es so? Geht's dir gut? Ist alles bestens bei dir? Ja, servus René. Alles soweit gut. Der Frühling kommt so langsam. Ja, die Eisheiligen ist ein bisschen kalt gerade aktuell und das nervt mittlerweile so ein bisschen der Regen. Aber jawohl, es geht in die richtige Richtung. Projekte sind immer noch spannend, was man da tut. Und ich habe heute was Tolles mitgebracht und ich bin gespannt, wie du das findest. Oh ja, du hast mich natürlich im Vorfeld schon gebrieft, definitiv, worum es geht. Und das ist wirklich spannend, weil das ja auch ein Thema ist, oder allgemein KI oder AI und Fabric und wie auch immer. Gut, Fabric gibt es heute weniger. Ähm, Einfach ein geiles Thema ist. Und deswegen heute soll es heute wirklich um Open Web UI gehen und um deren Deployment. Wie macht man das? Was braucht man dafür? Wie kann man das umsetzen? Das ist natürlich sehr flexibel. Also sprich, gerade was so Konfiguration angeht, vielleicht mit der virtuellen Maschine, die du gleich zeigen wirst. Ähm, aber grundsätzlich eine richtig coole Sache. Und würde sagen, die Stage is yours. Joris, auf geht's. Danke. Genau, ich würde erstmal vielleicht noch ein bisschen von der Theorie noch ein bisschen was erzählen, bevor ich jetzt wirklich was zeige. Und das ist auch der Hintergrund. Wir wollen ja zeigen, wie was einfach man umgesetzt bekommt in Form eines Use Cases, um dann wirklich auch AI lokal oder in der Cloud nutzen zu können halt. Und es geht ja, der KI-Hype hat ja angefangen damals mit ChatGPT, ne? Weißt du selber, ne? Das kam raus, alle haben sich sofort registriert und jeder wollte es konsumieren und hat dann erstmal so einen Wow-Effekt mitgenommen. Und im Grunde genommen war das schon für mich so gefühlt so, habe ich relativ schnell gemerkt, boah, brauchst du überhaupt noch Google, ne? Also Google habe ich jahrzehntelang gebraucht, ne? Aber ChatGPT hat das dann relativ schnell ja, zunichte gemacht, der Gedanke zumindest im Kopf halt. Und ich hatte bis dato immer halt nur ChatGPT als kostenfreie Lösung konsumiert. Na, es gibt da auch Abo-Modelle, du kannst auch die API-Schnittstelle anknüpfen halt. Man muss allerdings halt ganz klar auch sagen, OpenAI wird wenn man das konsumiert, gehostet in Amerika. Ne, somit hat man keine DSGVO-Fähigkeit. Ja, man ist da wirklich gebunden an amerikanische Server und das ist natürlich nicht immer schön. Erst recht, wenn man natürlich halt Mitarbeiter hat, keine Ahnung, 100 Stück, die das sogar vielleicht beruflich nutzen möchten, ne? Unabhängig jetzt von Copilot. Wir sind ja schon sehr Microsoft-lastig unterwegs, dass man sagt, okay, pro Benutzer 10, $20 im Monat oder Euro ist ja relativ viel. Ne? Wir wollen eine andere Lösung eventuell schaffen und die würde ich euch jetzt einfach mal präsentieren. Ich zeige einmal ganz kurz meinen Screen. Und wir werden da sehen, dass wir direkt auch im Azure Admin Center sind tatsächlich. Oder Azure Portal. So kann man es, glaube ich, eher definieren. Und als erstes würde ich jetzt uns einmal eine virtuelle Maschine deployen. Man kann das natürlich auch, wenn man eine eigene lokale Infrastruktur hat, auf einer separaten virtuellen Maschine einen Webserver betreiben halt. Das ist im Endeffekt nichts anderes, was wir jetzt gleich im Endeffekt dort sehen, ja. Open Web UI ist nichts anderes wie ein Web-Frontend, wo man im Hintergrund Large Language Models einbinden kann, um halt dann über eine Webportal dies zu konsumieren. Und das kann man ja auf verschiedensten Wegen dann im Endeffekt bereitstellen. Genau, ich würde eine virtuelle Maschine hier einmal deployen. Der ein oder andere, der schon in Azure so ein bisschen sich auskennt, weiß, dass wir eine Ressourcengruppe brauchen, um in dieser Ressourcengruppe dann diese virtuelle Maschine anzulegen. So, und jetzt nehmen wir einfach mal Open Web UI Demo 01. Ich kopiere mir das immer, bin ja ein fauler ITler und übernehme das auch für den Namen der virtuellen Maschine. Was ich übrigens auch gerne mache, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, wenn ich eine Ressourcengruppe anlege, noch Unterstrich RG als Ressourcengruppe, damit das ein bisschen deutlicher ist. Wenn man nachher immer die gleichen Namensbetitelungen nimmt, kann das in einem
Azure-Portal schon ein bisschen verwirrend sein. Von daher der Tipp nochmal ganz kurz, habe ich jetzt versäumt, aber bei einer Ressourcengruppe vielleicht irgendwas mit RG anzuhängen, damit wir auch immer eine direkte Zuordnung haben. Genau. Verfügbarkeitszonen brauchen wir jetzt erstmal nicht für diese Demo-Variante. Die lasse ich einmal aus. Ich habe Ubuntu-Server ausgewählt. Das ist natürlich eine Open-Source-Lösung, wo wir jetzt keine Lizenzkosten erstmal haben, um einfach hier zu zeigen, wie das einfach funktioniert. Und ich möchte auch gerne hier mir einen Benutzer anlegen und auch selbst ein Passwort vergeben. Hallo? Das wollen wir nicht. Entschuldigung. So, das gleiche müssen wir nochmal eintragen. Alles klar. Also soweit in Ordnung. Wir müssen auch, bitte. Diese Standard B1 MS, die du dort auswählst, kannst du ruhig weitermachen. Also die Größe der virtuellen Maschine, hat die einen Einfluss auf die Leistung des, ich sag mal, Open Web UI später? Also ich sag mal so, Ja. weil hat ja mehr, ich meine, die B1 MS, das ist ja nichts. Eine wie CPU, 2 GB Speicher ist ja gar nichts. Ja. Sollte man natürlich. Aber ist vollkommen ausreichend. Aber ist aber vollkommen ausreichend. Ich habe das natürlich vorher getestet halt, ne? Du kannst sogar auch noch eine Stufe kleiner abwählen, da kommt aber schon dann die Maschine an ihre Grenzen, muss man sagen. Man muss auch sagen, eine B1 ist jetzt zu Testzwecken halt die Maschine, die wir wählen sollten. Das handelt sich bei der B-Maschine um eine Burst-Maschine halt, das kennst du sicherlich selber auch gut genug. Ja. Du bist ja auch ein Azure-Experte und hier hat man halt nicht unbedingt halt immer eine Hochverfügbarkeit, muss man sagen, in den Azure-Rechenzentren. Und es kann halt sein, wenn man die jetzt wirklich auslastet über mehrere Stunden, dass dann halt die Ressource nicht mehr verfügbar ist halt. Ne? Es ist ein bisschen, ist jetzt zu Testzwecken eigentlich prädestiniert, muss man sagen halt, ne? Weil wir halt auch eine geringe Kosten haben. Man sieht es ja hier auch, ne, $15,77 für einen Monat. Ist jetzt halt nicht wirklich viel. Von daher würde ich, wenn ich das nachher in Produktivumgebung laufen lassen würde, schon eine andere Maschine wählen halt, ja, also die ein bisschen leistungsstärker ist und die auch hochperformant ist. Aber um jetzt einfach mal ein Demo zu zeigen, reicht die B1 MS vollkommen tatsächlich aus halt, ne? Genau. Öffentlichen Schlüssel würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich Benutzernamen und Passwort auswählen. Dann würde ich auch nochmal HTTP und HTTPS freigeben als Port, ja, weil wir wollen ja nachher es ist ja eine Webseite, die im Endeffekt über Open Web UI dargestellt wird. Es ist eine Webseite, ein Web-Frontend halt, ja, und um darauf zugreifen zu können, halt nicht nur per SSH, müssen wir auch gleich noch, aber ich möchte ja auch per Webbrowser zugreifen und damit das überhaupt machbar ist, müssen wir auch diese Ports dann dementsprechend noch freischalten. Wir müssen gleich, und das kommen wir auch gleich, wenn das Deployment durchgelaufen ist, auch nochmal den Port 3000 freischalten, weil OpenWebUI hört auf den Port 3000 über einen Webbrowser und das werden wir auch gleich nochmal durchführen. Ja. Ich frage mich jetzt Wichtig gerade. zu wissen, vielleicht ergänze ich das noch, lange wir hier warten. Datenträger, Netzwerkverwaltung, da kann man noch eine Menge einstellen bei den VM-Einstellungen. Das geht der Jurist natürlich jetzt, weil das jetzt nicht essentiell und jetzt nicht wichtig ist. Ne? Das ist auch klar. Und vielleicht einen kleinen Hinweis nochmal zur B-Maschine, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Eine B-Maschine, sagte Joris, ist eine Burst-Maschine. Das heißt, du bekommst viel Leistung. Ist aber so, wenn du die jetzt immer 100% auslastest, dann wird es irgendwann so sein, dass die ja so ein bisschen runterfährt. So, und dass du die praktisch nicht mehr auslassen kannst und dass, wenn sie dann ruht, auf gut Deutsch, wieder praktisch auflädt. Wie eine Prepaid-Maschine ist das, müsst ihr euch vorstellen. Ja? Im Prinzip relativ easy. Du belastest die, kriegst 120% über einen gewissen Zeitpunkt. Ich nehme mal 20 Minuten, jetzt nur so eine Zeit zu nennen. So, dann ist es so, dann hat die aber irgendwann keine Leistung mehr, weil du diese Prepaid-Karte ja, mehr oder weniger aufgebraucht hast und dann, wenn du dann aufhörst und die dann wieder auflädst, also die in den, ich sag mal, so ein bisschen Idle-Modus, Ruhe-Modus, dann kriegst du wieder Leistung. Und das ist im Prinzip eine Burst-Maschine. Mal so als Erweiterung, um das mal so ein bisschen nochmal, ich sag mal, zu ergänzen. Genau, Jetzt also sollte es richtig, auch gehen. ja, genau, also wirklich Low-Budget-Lösung einfach halt. Ja. Mehr kann man das nicht sagen. Ne? Günstiger, glaube ich, gibt es keine.
keinen Weg in Azure eine virtuelle Maschine zu deployen, die man nicht auf Volllast und mit High Ja. Performance braucht, sondern einfach nur punktuell einfach, ja. B-Maschinen werden auch oft als, ich sag mal, für Domain-Controller genutzt. Also sprich, wenn du einen Domain-Controller in Ja, Azure nutzen möchtest, dann ist es ja so, die Anwender kommen morgens ja zur Arbeit und dann müssen ja die, ich sag mal, die Dienste müssen sich ja alle authentifizieren irgendwie. Wenn du jetzt einen Domain-Controller in Azure hast, dann braucht der in dem Moment viel Leistung, aber tagsüber dann nicht mehr so viel. Ja? Also muss man sich so ein bisschen das vorstellen. Also wie gesagt, werden oft als Domain-Controller genutzt und es ist eine feine Geschichte. genau. Ja, Ich genau. weiß gar nicht, ob es irgendwie eine Faustformel gibt, irgendwie 30% Last, 80% Idle Time. Gibt's da, Das glaube ich, wüsste ich keine jetzt auch Faustformel, nicht. ne? Aber Aber, nee, nee, nee. aber es kommt immer drauf an, also eine P1MS hat natürlich jetzt wenig Leistung. Die ist dann irgendwann am Ende, sage ich jetzt mal. Und dann braucht die halt Zeit, um sich wieder ich will es mal so sagen, so ein bisschen zu regenerieren, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, Insofern, oder wieder aufzuladen, damit du die Leistung wieder bekommst. Ähm, sind natürlich viele Faktoren, aber soll heute nicht Thema sein. Wie gesagt, war nur als kleine Ergänzung auf jeden Fall. man könnte jetzt noch mal stundenlang über virtuelle Maschinen und deren Leistung reden Ja, halt. Gerade im Bereich Nvidia muss man sagen, halt gibt's ja da auch mittlerweile relativ viel, auch in Frankfurt, aber ja, da muss ja, man schon die goldene Kreditkarte, glaube ich, rausholen, ja. Genau. Was wir jetzt getan haben, Azure hat die virtuelle Maschine angelegt, hat uns eine Public IP gegeben, die nutzen wir jetzt, um uns auf diese Maschine aufzuschalten. Das ist die 211. Das tun wir jetzt einmal. 2 Sekunden. Zack. So, ich muss einmal accepten und dann sind wir auch drauf. Ich mache das doch mal kleiner, sonst ist das hier ein bisschen. Genau, wir haben ja gerade mh, die Credentials angelegt und damit loggen wir uns hier auch ja. einmal ein. So, jetzt sind wir auf der Ubuntu-Maschine drauf tatsächlich und was jeder etwas Linux-affine Mensch wissen muss, ist, dass wir jetzt erstmal das System auf den aktuellsten Stand bringen muss halt. Ne? Es gibt gewisse Updates und Upgrades, die müssen wir einmal durchführen, weil Befehle teilweise veraltet sind und neuere Versionen gibt. Deshalb müssen wir alles einmal auf den aktuellsten Stand bringen. Doch mal ein bisschen größer Ja, ziehen hier. ja, das, Genau. Das dauert jetzt ein bisschen, aber dann ja, passt es gleich auch. das ist immer der Interessante an Live-Demos. Da ist nichts vorgefertigt und macht das ad Genau. hoc und dann dauert das natürlich teilweise ein bisschen. Man hat so eine Art ja, Gedankenpause. Richtig, Aber richtig. grundsätzlich ist das natürlich äh, immer eine wichtige Geschichte und dass wir ja auch zeigen wollen, dass das Ja, hier nichts ist, was wir vorab, ich sag mal, klar, vielleicht spielt so eine Demo spielt man ja immer mal durch, aber oder zeigt man mal, aber grundsätzlich wollen wir natürlich immer zeigen, wie das mhm. live aussieht. Live, wirklich Genau. live. Und dass es auch zu Fehlern kommen kann, theoretisch. Ne? Ja, genau. Und Insofern. vor allen Dingen auch halt, ne, mit einer Demo-Umgebung weißt du ja auch nie, wie das zustande gekommen ist halt, ne. Hier kann jeder im Nachgang halt das wirklich nachbauen, wenn er da Lust und Laune drauf hat, ne. Wenn Fragen Ja, auftreten, Probleme jederzeit auf uns zukommen halt, ne, da helfen wir gerne. Aber das soll ja Sinn und Zweck sein, das einfach mal nachzubauen halt. Und nochmal, das ja, ist wirklich eine Lösung halt, um zu sagen, okay, man nutzt einmal eine Chat-Option halt oder generell KI heutzutage, um einmal LLMs die in Azure gehostet werden, das wollen wir heute einmal zeigen, halt zu nutzen halt, ne? Aber man kann hier auch sagen, okay, man hat eine gewisse Datenhoheit, man möchte gerne die Daten lokal vorhalten, ne? DSGVO extrem wichtig und man ja, möchte lokal LLMs hosten. Heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit, das ohne weiteres zu tun. Hier übrigens auch nochmal vielleicht Anregungen, ja, Foundry Local von Microsoft ist auch die Option, dass man sagt, ja, man betreibt das, kann dann Grok, Gwen, Llama, alles runterladen, ja, zum größten Teil auch dann kostenfrei
konsumieren quasi, und auch diese Modelle, die lokal betrieben werden, könnte man auch hier im Endeffekt einbinden halt. Ja, ich zeige gleich, wo man das tun kann, aber im Endeffekt kannst du Cloud-LLMs, aber Lokal-LLMs gemischt hier tatsächlich einbinden halt und konsumieren. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, genau. Was wir einmal getan haben, das System ist jetzt auf dem aktuellsten Stand. Ja, wir haben alles ausgeführt. Wir wollen OpenWebUI in einem Docker laufen haben, um hier einfach eine Unabhängigkeit zu haben vom System. Und deshalb installieren wir einmal jetzt die Docker-Features. Dann wollen wir Ja, auch tatsächlich gleich mit einem Befehl im Endeffekt auslösen, dass Docker beim erneuten Start der Maschine automatisch auch gestartet wird halt, ja, und dann auch tatsächlich läuft, weil sonst müsste man das von Hand starten. Man muss auch immer sich so ein bisschen Gedanken machen, wie möchte man sowas aufsetzen halt. Was passiert, wenn einfach mal so eine Burst-Maschine abraucht halt, ja? Was ist, wenn sie hängen bleibt? Was ist, wenn man sie neu starten muss? Man will sich ja nicht immer wieder aufschalten auf die Systeme halt und da irgendwelche Befehle eingeben, damit die Weboberfläche wieder auffindbar ist bzw. erreichbar ist. Und deshalb einfach jetzt dieser Befehl, dass das alles vollautomatisiert zukünftig abläuft. ja, Genau, ich möchte noch einmal sagen, dass ich hier zukünftig mit diesem Befehl sagt man, dass ich zukünftig alles als Root quasi ausführe, ja. Das hat nur was damit zu tun, dass man nicht immer, wenn man spezielle Befehle ausführt oder das System laufen soll, immer sudo davor setzt. Sudo ist der Befehl root als Root Master diesen Befehl auszuführen, und deshalb habe ich jetzt auch nochmal hier ganz kurz nochmal meinen Benutzer Joris als Super-User angelegt. Das hilft uns auch nochmal ganz kurz weiter. Genau, jetzt müssen wir einmal im Docker, auch mit einem Befehl, wir packen alles auch in die Beschreibung unten drunter, damit ihr das natürlich alles ausführen könnt, einmal in dem Docker OpenWebUI einmal ausführen, beziehungsweise, aha, okay. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss einmal den SSH-Client, die Session einmal schließen und einmal mich neu einwählen, damit auch die Rechtevergabe, die wir gerade gegeben haben, dass der Herr Joris auch Super-User-Rechte hat, auch greift tatsächlich. So, zack, da sind wir wieder. Und wenn man jetzt, übrigens ganz spannend, ne, wenn man hier Pfeil nach oben geht, kann man solche Befehle wieder neu aufrufen und dann klappt das auch. Mit dem Nachbarn würde ich jetzt ja, sagen. sieht gut aus. Wie in der Werbung von früher. Genau. Jetzt rödelt das einmal ganz kurz durch. Ah ja, du holst dir jetzt die Open Web UI Genau, Geschichten genau. runter, Der ne? pullt jetzt mehr oder Ja, minder okay, okay. genau die Ressourcen und deployt die automatisch. Und dann ist eigentlich auch, also was wir jetzt tun, wir haben halt erstmal, ne, vielleicht nochmal für die Theoretiker eine virtuelle Maschine deployed auf Burst-Basis. Wir haben, es wurde hier Ubuntu installiert als Basisbetriebssystem auf Linux-Basis. Wir haben uns einmal hier eingeloggt. Wir haben dem Benutzer Joris Root-Rechte gegeben. Wir haben Docker installiert, um die Anwendung in einem Docker-Container laufen zu haben. Das hat den riesengroßen Vorteil, dass man verschiedenste Docker parallel laufen haben kann, die aber komplett unabhängig und autark laufen. Ne? Also man hat halt keine, ihr wisst das selber, ne? Wenn man jetzt Windows uns mal vor Augen führt, man hat ein Betriebssystem laufen und möchte eine alte Grafikkarte installieren, dann kann Treiberprobleme existieren, Ja, weil auf Windows 11 keine Treiber existieren. Und da sieht man halt diese Abhängigkeiten von jeweiligen Systemen halt. Und das hat man einfach in einem Docker-System halt nicht. Da kann man pro Anwendung, wenn man möchte, einen eigenen Docker laufen haben. Man kann sie runterfahren, rauffahren, wie man möchte, und unabhängig davon auf dann die jeweiligen Systeme in den Dockern zugreifen. Und das war jetzt der Grund, warum wir jetzt hier die Docker erstmal installiert haben. Und jetzt installieren wir in einem Docker quasi, in einem Container, diese Webanwendung, und dann läuft die auch gleich tatsächlich automatisch schon und kann konsumiert werden. Ich bin gespannt. Das ist mal der Demo. Guru, der im ja, Hintergrund auf uns wacht und guckt, ob es funktioniert oder nicht tatsächlich. genau. Port 3000 hast du noch was erwähnt. Was ist mit Port 3000? Stimmt.
Genau, also die verschiedenste Webanwendungen halt, wenn man darauf zugreifen möchte aus dem Internet, das heißt, man ruft einen Browser auf, man gibt eine Domain in der Regel halt ein, ne? Kennen wir alle halt, ChatGPT, ne, geht man auf openai.de oder .com, ne, und hat dann die Weboberfläche. Wir wollen jetzt gleich, ich könnte das auch wieder in eine DNIC eintragen, aber ich habe natürlich auch meine www.juruskale.de Adresse. Ich müsste, um über meine URL drauf zugreifen zu können, müsste ich bei meinem Strato-Account reingehen und eine weitere Subdomain anlegen, ja, um dann im Endeffekt mit meiner Begrifflichkeit www.juruskale.de drauf zugreifen zu können. Das wird jetzt alles ein bisschen zu weit greifen. Wir wollen jetzt per direkter öffentlicher IP zugreifen und ja, im Endeffekt, es wird nichts bringen, wenn wir einfach jetzt nur die IP eintragen im Browser. Dann würden wir nicht auf die Open Web UI Weboberfläche zugreifen können, sondern wir brauchen da wirklich den Port 3000. Darauf hört Open Web UI. Das heißt, das läuft auf Port 3000 und der muss gleich freigegeben werden noch. Ich sehe gerade, es ist durchgelaufen. Das ist sehr schön. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal uns die IP-Adresse hier nehmen würden, ich kopiere die einfach mal und würde sie hier einfach mal in einem Browser eingeben, würden wir jetzt hier eine Fehlermeldung bekommen. Ja, weil es läuft im Endeffekt in dem Docker-Container ein Webserver quasi, der auf Port 8080 oder auf 80 hört. Das ist ganz normal HTTP oder HTTPS. Haben wir auch vorhin gesehen, dass wir den im Azure-Portal ja die beiden Ports freigegeben haben. Also da hört man klassisch halt drauf. Aber wir wollen jetzt, oder OpenWebUI hört nochmal explizit auf den 3000er Port und den müssen wir jetzt in der Form erstmal freigeben. Dafür gehen wir in unseren Webserver beziehungsweise in unseren virtuelle Maschine. Unter Netzwerkeinstellungen haben wir hier tatsächlich gleich die Möglichkeit, den Port 3000 als Input freizugeben. Hier sehen wir auch die Ports, die wir schon freigegeben haben. Die Port 80, Port 22 ist SSH, damit wir mit, in dem Fall PuTTY, ich nutze PuTTY dafür. PuTTY ist im Endeffekt, okay, sieht man jetzt hier nicht, ist einfach ein Tool, ein kostenfreies Tool, das ist PuTTY, ja, um auf Server zugreifen zu können und das mit einer ganz normalen IP-Adresse und ich greife hier per SSH, also mit Port 22 zu und wenn das hier nicht bei der Erstellung der virtuellen Maschine explizit quasi freigegeben wird, würde ich auch nicht per SSH, per PuTTY auf den Server zugreifen können. Brauchen wir aber, weil wir administrativ natürlich tätig werden, sonst wird das alles nicht funktionieren. So, jetzt haben wir aber hier nicht Port 3000 quasi integriert. Den geben wir einmal jetzt noch kurz frei. Das heißt, egal woher eine Anfrage kommt, sagen wir jetzt hier, er soll auf Port 3000 hören, beziehungsweise er soll weiter routen. Er ist wie eine Art Firewall, kann man so ein bisschen, Port Forwarding ist halt so eine Art Firewall, ne? Es gibt halt gewisse Regeln, wenn man jetzt einen Server im Internet betreibt, sollte man aus meiner Sicht natürlich erstmal überlegen, welche Ports gibt man frei und welche Ports gibt man nicht frei. Ne? 80 ist halt der klassische HTTP-Port, das heißt, wenn ich überhaupt auf einen Webserver zugreifen möchte, brauche ich 80. Anders geht das halt nicht. Ne? Wenn wir jetzt im Bankenbereich unterwegs sind, wenn man jetzt Online-Banking machen würde, seht ihr immer halt HTTPS davor. Das ist ein Secure-Zugriff und das hat die Ports, den Port 443 zum Beispiel halt. Ja. Und da sagt man in der Regel immer, wenn man Webserver ins Internet reinstellt, alle Ports zumachen. Erstmal von vornherein und dann überlegen, welche öffnet man, damit man überhaupt die Dienste nutzen kann, die der Server bereitstellt halt, ja. Und in dem Fall ist das tatsächlich, wir könnten eigentlich Port 80 auch zumachen und auch Port 443 zumachen und nur den Port 3000 freigeben. Das würde auch funktionieren. Aber vielleicht will man ja noch eine andere Webseite, eine interne Webseite quasi auf den Webserver betreiben und dann bräuchte man die beiden Ports auf jeden Fall. Genau, man kann ihm alle noch einen Namen geben. OpenWebUI. Ist ja nur die Grundsätzlich gilt HTTP eigentlich nicht nutzen. Eigentlich nur HTTPS. Ja. Weil. Ja. Also, aber da musst du ein Zertifikat wieder erwerben ja. halt. Ne? Das ist ja auch wieder ein Thema halt. Das kostet wieder Geld. Ja, vollkommen richtig, ja. Aber Port 8, für unser Beispiel ist das jetzt egal. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, hier nutzt Port 80. Nein, man sollte immer HTTPS nutzen. Also
Aber wie gesagt, da braucht man ein Zertifikat für oder ein selbst generiertes Zertifikat. Insofern alles Ja. gut. Okay. Das war auch so ein Thema jetzt, ne? Ich habe auch über Strato meine Webseite laufen, ne? Und da kam jetzt auch mal eben eine Rechnung fürs Jahresabo für mein Zertifikat rein. Ja. Da denkt man auch so, hups. Ist dann, Ja. kommt drauf an, welches natürlich, aber da kommt dann doch ein bisschen was zusammen natürlich halt, ne? Genau, so, wir haben jetzt den Port 3000 halt freigeschaltet. Und wenn wir jetzt hier einen Doppelpunkt 3000 eintragen, sollte das auch funktionieren, wie aus Zauberhand, dass wir auf den Webserver in dem Docker-Container auf unserer virtuellen Maschine zugreifen können. Und wir sehen jetzt tatsächlich hier, dass das reibungslos läuft. Am Anfang möchte er, dass wir uns hier als Administrator ganz kurz einwählen. So, und dann sehen wir jetzt auch diese wunderbare Web-Oberfläche. Wir sehen jetzt hier, was alles als neue Features rausgekommen sind mit der neuen Version, was bald auf uns zukommt, was gefixt worden ist. Das juckt uns erstmal nicht. Und wenn wir es erstmal jetzt so uns das mal vor Augen führen, ist das schon vergleichbar mit ChatGPT, würde ich sagen. Ja, also klar, so ein bisschen halt noch anders aufgeteilt und dass man auch hier in der Mitte halt und nicht über die ganze Fläche halt seine Nachrichten eingeben kann. Aber dennoch, es sieht schon sehr charmant aus und man könnte jetzt ganz normal loslegen und wie in ChatGPT einfach seine Fragen stellen. Natürlich noch nicht, weil wir sehen halt hier, dass halt überhaupt noch keine Modelle hinterlegt sind halt. Ne? Das heißt also, wir müssen ja irgendwie was angeben, womit er arbeiten kann, in Form von KI tatsächlich. Aber ich würde noch mal ganz grob hier als erstes in den Admin-Bereich wechseln, um es erstmal ganz grob und granular zu erklären. Wir haben hier die Möglichkeit, wirklich jetzt, wenn wir das für interne Use Cases sehen, ein Unternehmen möchte was Vergleichbares wie ChatGPT nutzen, nur nicht die Abos pro User pro Monat bezahlen wollen, sondern er möchte ein eigenes Web-Frontend betreiben, hat man halt hier die Möglichkeit, Gruppen anzulegen. Das können halt Abteilungen natürlich sein. Ja, man kann in diesen Gruppen Mitarbeiter anlegen und man hat dann die Möglichkeit, den Mitarbeitern natürlich gewisse Rollen zu geben, auch natürlich als Administratoren zum Beispiel. Und was man auch machen kann, wenn wir jetzt einfach mal hier sagen, wir möchten jetzt gerne mal einen Benutzer anlegen. Das ist der René. Ups. Und wir nehmen jetzt einfach mal René keine Ahnung, unitybox.de. Man vergibt einmal jetzt ein Passwort hier. Das ist natürlich einmal nur ein Initialpasswort. Ja, wenn du dich einmal in Anführungsstrichen jetzt, wenn ich jetzt deine Daten da eintragen würde, dann würdest du halt dann eine E-Mail bekommen halt, ja, mit deinem Passwort und könntest dich sofort einloggen, bist aber dann natürlich gezwungen, nach dem erstmaligen Einloggen dir ein neues Passwort zu vergeben, was das so der Klassiker ist natürlich halt, ja. Aber so könnte man tatsächlich jetzt hier verschiedenste Benutzer einlegen. Man hätte auch dann die Möglichkeit, tatsächlich, gut. Nee, hier war das tatsächlich nicht, Entschuldigung. In den Gruppen kann man dann, wenn man dich in eine Gruppe jetzt reinlegen würde, hätte man dann die Möglichkeit in den Gruppen, wir können auch mal eine Gruppe anlegen, nehmen wir jetzt einfach mal DevOps. Könnte man jetzt hier auch gewisse Themen halt könnte man einschränken. Man könnte sagen, dass ihr gewisse Modelle nicht nutzen dürft, dass ihr neue Modelle deployen dürft, dass ihr API-Schlüssel nutzen dürft, etc. pp. Also man kann hier nicht auf Benutzerebene, sondern auf Gruppenebene kann man jetzt hier gewisse Themen einstellen. Was hier noch nicht drin integriert ist, ist so eine Art Token-Begrenzer halt oder Token-Analyzer halt. Ne? Also ein Analyzer gibt es halt schon in Anführungsstrichen. Man kann jetzt hier, das werden wir nachher nochmal sehen, können wir sehen, wurden welche Modelle wie benutzt halt. Ja, das könnte man hier schon einsehen und welcher Benutzer hat was benutzt. Aber man hätte jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, der René darf jetzt nur 10.000 Tokens pro Tag verbrauchen und dann Riegel ab. Ja, da gibt es allerdings, muss man sagen, Functions hier. Man kann gewisse Funktionen hier binden und die Community ist ja riesengroß mittlerweile, dass man da einfach vorgefertigte Funktionen nutzen kann. Man integriert sie einfach hier in OpenWeb UI und hat dann die Möglichkeit, wirklich auf Benutzerebene halt dann
einzuschränken, wer was darf, muss man halt gucken. Das hat natürlich auch budgettechnische Hintergründe, ne? Wie wir schon oft drüber gesprochen haben. Man muss immer unterscheiden, halt Copilot, ne? Das ist immer so ein bisschen die beiden Konkurrenten, Copilot und solche Lösungen über Foundry-Modelle halt. Ne? Im Copilot zahlst du halt im Monat eine Abogebühr, ne? Genau wie bei ChatGPT, wenn du einen bezahlten Dienst halt hast und kannst in der Grunde im Endeffekt ja so viel konsumieren, wie du möchtest. Das ist halt auch bei Copilot schon begrenzt, muss man sagen halt. Ja, da gibt es halt ein Limit, ein Tenant-Limit, was man dann nochmal mit Copilot Studio erweitern kann. Aber grundsätzlich ist es halt in Anführungsstrichen schon free, aber es gibt halt schon, wenn man gerade mit Agenten arbeitet, diese 25.000 Messaging-Grenze und die kann man dann nur mit Copilot Studio oder mit einem Pay-per-Use-Modell dann auch erweitern tatsächlich. Einmal hast du halt wirklich fixe Kosten halt, ja, und auf der anderen Seite hast du halt im Endeffekt mit Foundry halt die Möglichkeit, so viel zu konsumieren, wie du möchtest halt, ja, und das auf Benutzer- und auf Usage-Ebene halt. Und von daher muss man immer abgrenzen, okay, macht es Sinn, wirklich Grenzen zu setzen, auch gerade auf Gruppenebene, und du weißt es ja auch selber, ich glaube, die Buchhaltung wird weniger damit arbeiten wie Inside Sales zum Beispiel halt. Ja, das sind ja auch dann wieder Unterschiede, wie man die Gruppen dann dementsprechend aufsplittet tatsächlich. Genau. Ich würde es allerdings, weil ich hast so 1000 Möglichkeiten, Einstellungen zu tätigen, ja. Ich würde jetzt erstmal einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen jetzt erstmal hier ein Large Language Model einbinden. Wir gehen dafür erstmal vielleicht in Foundry rein und wir müssen ja erstmal im Vorfeld ein Large Language Model in Foundry deployen. Na, das haben wir auch schon letztes Mal gemacht. Ich würde mal ganz kurz einmal wir könnten jetzt auch hier wiederum ein neues Projekt anlegen. Das nennen wir auch mal eben Open Web UI Demo 01. Okay. Okay. Ich bin in der falschen Subscriptions. Entschuldigung. So. Wir haben jetzt, wir wollen ein Projekt anlegen. In dem Projekt wollen wir eine Ressource-Gruppe anlegen. Hier mache ich auch wirklich mal meinen Tipp, den ich vorhin erwähnt habe. Okay, Unterstrich mag er nicht. Genau, dann, Entschuldigung. Das ist die Ressource. Du hast es verwechselt. Das ist die Ressource-Gruppe. Willst da das machen? Genau, habe ich das verwechselt. Aber ich gucke gerade, legt er eine neue an? Kann ich eine bestehende nutzen? Ich nehme einfach. So, und hier dürft ihr nicht meckern, weil bei Ressourcengruppen meckert er nicht. Und wir wollen das in Schweden Central anbieten, natürlich. Deployen. Das machen wir jetzt einmal. Und man muss halt einmal verstehen, wenn man im Foundry ist, will er tatsächlich initial im neuen Foundry-Portal zumindestens, Microsoft Foundry, will er immer ein Projekt anlegen halt, ja, und legt dann im nächsten Schritt auch direkt auch einen Agent an, damit der Agent auch alles koordiniert mehr oder minder, ja, und dann wird vollautomatisch im Hintergrund geschaut, gibt es schon vorhandene Large Language Models, verknüpfe die mit dem Agenten, aber im Nachgang haben wir wirklich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber ein neueres LLM in Form von GPT 5.2 zum Beispiel oder einfach ein Microsoft fremdes LLM wie Llama oder Grok im Endeffekt oder ein Gwen oder ein Pi-Modell im Endeffekt deployen und verknüpft das dann im Nachhinein mit dem Agenten, beziehungsweise nutzt einfach nur die API-Schlüssel und den Key des jeweiligen Modells, was ich ausgerollt habe, und damit können wir dann weiterarbeiten tatsächlich. Ja, so. Gucken wir mal, ob er sich jetzt... Beim letzten Mal war das ja sehr hakelig. Ja, du hast recht tatsächlich, aber jetzt läuft das hier gleich. Gucken wir mal, ob ich mich hier nochmal neu anmelden muss. Natürlich. 2 Sekunden. Oh. Habe ich mich noch vertippt hier, verdorre ich nochmal. Ja, ich habe mich vertippt. Komm. Ich glaube, das musst du nochmal neu starten. Aber das ist doch auch wieder, wo ich sage, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er das angelegt hat. Aber das ist generell so, wenn du mit mehreren Accounts in einem Browserfenster arbeitest.
Ich wollte gerade sagen, hat er es angelegt jetzt? Oh, ich habe zu viel. Ja, Demo. 01 hast du jetzt, glaube ich, genannt. Ah, das nervt mich jetzt. Ich nehme mal 02, nicht, dass er gleich wieder Ärger kriegt. So ist das, wenn man was zeigen möchte. So, jetzt nochmal. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich nochmal gefragt werde, dass ich mich Okay. nochmal einloggen muss mit Multifaktor. Das sollte jetzt nicht mehr kommen. Ja, Und dann haben wir es gleich. Genau. Und das ist schon wirklich, muss ich sagen, mh, man muss halt wirklich überlegen, was möchte man anbieten seinem Kunden halt. Auf der einen Angelegenheit sehe ich diesen Use Case jetzt hier, den wir jetzt gerade beschreiben und auch mal durchführen, für Partner an sich halt, ja, jedes Unternehmen, der sagt, ja, okay, ich bin in einer IT bewandt, ich möchte gerne sowas lokal betreiben, für mich selber halt, ne, kann man das natürlich nutzen. Man kann übrigens auch in Open Web UI Datenquellen angeben. Also man kann dort auch ein kleines RAG-Modell quasi fahren und sagen, okay, ich habe hier einen Pool von PDF-Dokumenten und ich möchte jetzt gerne, dass du einmal das vorgegebene LLM nutzt, aber bitte nutz auch hierüber die mitgelieferten Daten, die ich dir gebe, ja, und schaue, ob du da drin Antworten findest auf Fragen, die ich dir übermittle. Also du kannst, wie ja, gesagt, auch eine Datenquellen mit angeben, aber das hat auch natürlich Grenzen, muss man sagen. Genau. Du kannst aber auch sagen, so ein Use Case ist ja cool für uns selber, aber ich möchte das gerne als Dienstleistung nach draußen verkaufen. Und es gibt tatsächlich jetzt einige Partner, die ich betreue, die daraus halt ein Managed Service gebaut haben halt. Ne? Unabhängig ist davon, wie man das technisch umsetzt, ob das in Azure, die virtuelle Maschine betrieben werden soll oder beim Kunden vor Ort oder wie auch immer oder auf dem Laptop, ja, kann man ja auch alles, wie auch immer. Du kannst ja auch auf einem ganz normalen auf jedem Gerät, wo Hyper-V zum Beispiel nutzbar ist, einfach eine virtuelle Maschine deployen und es darauf im Endeffekt laufen haben. Kannst du machen, wie du willst. Genau, so. Jetzt haben wir im Endeffekt das, was wir haben wollen. Du siehst jetzt auch tatsächlich, wenn wir ähm, in Erstellen gehen. Jetzt hat er tatsächlich, muss ich sagen, okay, hat er kein Modell ausgewählt. Das machen wir jetzt. Man muss sagen, Microsoft wirklich arbeitet am offenen Herzen hier. Das ist der Wahnsinn. Hier ist immer was los und immer was anders wie am Tag davor. Ich will jetzt GPT. Ich will mal 4 O auswählen. Und einmal kurz deployen. ja. Ich hoffe, ich habe noch Kontingent. Nimmst Ja, du aber halt ein anderes. ich wollte gerade sagen, also ne, im Endeffekt muss man ja mal sagen, Open Web UI, ne, diese Oberfläche, womit ich mit dem Modell kommunizieren kann, ist im Endeffekt ja nichts anderes wie der Playground von Microsoft im Microsoft Foundry halt, ja. Ich meine, hier können wir noch ein paar Einstellungen tätigen, wir können Systemprompts angeben, wir können Tools mit einbinden. Hier ist also ja, wie soll man das sagen halt, ne, unser Werkraum, wo wir halt wirklich dann im Endeffekt die Heizung steuern können, ja, wie heiß, wie kalt und keine Ahnung was. Aber im Grunde genommen könnte man hier auch arbeiten, aber klar, Ja, du kannst so eine Oberfläche jetzt keinem Mitarbeiter mitgeben und sagen, bitte konsumier. Deshalb wollen wir ja im Endeffekt ja Open Web UI bereitstellen. Genau. Wir haben jetzt hier unsere Ziel-URL und jetzt gibt es eine Besonderheit tatsächlich halt. Dieses Response hinten müssen wir einmal, wenn wir das in Open Web UI einbinden, und das tun wir jetzt einmal hier, müssen wir das Response hinten bitte einmal rauslöschen. Ja, damit habe ich getestet jetzt über mehrere Tage. Früher übrigens musste man, wenn man diese Lösung jetzt aufbauen wollte, musste man noch Light LLM dazwischen hängen, weil früher gab es noch keine direkte Möglichkeit, ein Large Language Model in Open Web UI zu integrieren. Ja, das wurde erst nachgeliefert mit neueren Versionen nutzbar. Früher musste man noch ein LLM-Proxy dazwischen hängen. In meiner Form war das Light LLM. Und jetzt, wie gesagt, geht das auch direkt hier.
Aber wie gesagt, mit Response erwartet dann tatsächlich eine Rückmeldung und damit kann OpenWeb UI nicht umgehen. Und deshalb tragen wir einfach das Response hinten, löschen wir raus. Das ist unser Endpoint-URL. Hier ist unseren Key. Und jetzt müssen wir noch einmal einen Namen eingeben. Wir wollen GPT-4o quasi hier angeben. Und was wir auch brauchen, ist den Deployment-Namen. Der ist nämlich ganz wichtig. Sonst können wir per API. Ja. Und wir müssen auch die API-Version, die ist halt eigentlich immer identisch, müssen wir auch mit angeben tatsächlich halt, ja. Sonst würden wir keine Connections zum Modell in Azure herstellen können. Wenn wir das alles einmal speichern, das hat jetzt gut funktioniert, haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach mal einen neuen Chat aufzuwählen. Und du siehst hier oben sofort, dass jetzt hier GPT-4o verfügbar ist. Ja, du könntest jetzt noch GPT-5, du könntest auch Image-Modelle mittlerweile eintragen, du kannst auch Speech-Modelle hinterlegen, ja. Das kann man alles hier einbinden. Du kannst auch lokale LLMs, also wenn du, wie gesagt, im Keller unten ein paar Server stehen hast mit Nvidia-Grafikkarten und die sich langweilen, Microsoft Foundry Local ausrollen, ja, hier gewisse Modelle einfach runterladen, starten, hier integrieren und dann hast du hier auch die Möglichkeit, LLMs aus beiden Welten, aus der Cloud, aber auch lokal einfach zu betreiben halt. Genau, ja. Wenn du jetzt hier quasi auswählst und kannst sagen, mit welchen, ja, bis wann wurdest du trainiert? Oh, jetzt habe ich einen N zu viel. Aber okay. Wir hören jetzt hier tatsächlich, dass das GPT-4o-Modell mit Oktober 2023 bis dahin trainiert worden ist. Was ich einmal kurz zeigen möchte, ist halt, du hast jetzt auch die Möglichkeit, natürlich hier erstmal auf die Daten von GPT-4o zuzugreifen, ja, aber wenn du jetzt natürlich anfangen würdest zu sagen, was ist der heutige Tag, oder gib mir eine tagesaktuelle Nachricht mit, dann wird er einfach natürlich an die Daten gar nicht rankommen halt, weil er natürlich mit alten Daten trainiert worden ist. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit hier, einen Web-Search-Dienst zu aktivieren, sowas wie Google zum Beispiel, ja, und dann wird er anfangen halt, das können wir auch einfach mal kurz einmal zeigen halt, also wenn wir in ChatGPT sind, ich bin total faul, ja, okay, da wird er wahrscheinlich. Ui. Ah, ich bin einfach zu schnell. Bin mal gespannt, was er hier schreibt jetzt. August okay, er sagte August 2025. Also jetzt ist mal lustig halt zu sehen, was dann da für Ergebnisse rauskommen. Ist normalerweise, ich müsste jetzt mal gucken halt. Wir müssen jetzt wirklich in die Dokumentation von Microsoft reingehen, mit welchen Trainingsdaten wirklich trainiert worden ist. Aber ich würde einfach mal sagen, welcher Tag ist heute und gib mir einen tagesaktuellen tagesaktuelle News aus. Mein Gott, ne. Entschuldigung. News aus. So, ich bin jetzt mal gespannt. Und jetzt siehst du gleich, fängt an Online-Suche zu laufen, hast du gesehen? Also du hast jetzt gerade hier gesehen, dass wirklich das Modell nicht nur auf seine Modelldaten zugreift, sondern automatisch in ChatGPT der Web-Search aktiv ist quasi. Und jetzt holt er natürlich, guckt danach, okay, wir haben heute Freitag, den 15. Mai und das sind die aktuellsten News halt. Und das kannst du aber, und das wollte ich nur noch kurz einmal demonstrieren, auch hier integrieren tatsächlich, ja, und sagen, okay, nutze jetzt bitte nicht nur dein Wissen aus deiner Wissensdatenbank beziehungsweise mit den trainierten Daten, sondern greif bitte auch aufs Web zu. Genau. Und das gleiche kannst du übrigens auch machen, wenn du, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das war im Admin-Bereich. So, vermutlich. Ja, genau. Ich habe das gerade auch mal, genau, du hast auch hier die Möglichkeit natürlich dann gewisse Themen auszuwählen.
Google ist hier noch aufgeführt, ja, habe ich vorhin probiert, geht nicht, hat Google gesperrt, ja, weil die haben jetzt einen bezahlten Dienst dahinter, ja, und dann musst du halt wieder Geld ausgeben halt, ja. Ich will nur sagen halt, das war bis dato kostenfrei, geht allerdings jetzt nicht tatsächlich genau. Und du hast natürlich auch jetzt hier die Möglichkeit noch eine Rack-Lösung, was ich gerade angesprochen habe, noch zu hinterlegen. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz. Wo war die Möglichkeit? 2 Sekunden. Wenn ich das Modell jetzt, also vielleicht fragt sich das der eine oder andere, jetzt mit meinen Informationen fütter, wird das Modell denn weiter trainiert? Oder ist es wirklich, ich sag mal, Oktober 23, das war's dann? Ja. Ist Also das? genau, das ist ja generell immer die Frage halt, werden meine Daten zu Trainingszwecken verwendet halt. Und Microsoft sagt ganz klipp und klar, unsere Large Language Models, die wir in Azure für euch hosten, sind autark für euch, die werden autark für dich betrieben. Ne? Also wenn du das sogar auch dann in der EU hostest, wie wir in Schweden Central jetzt hier, ist jetzt diese Lösung DSGVO-konform, wird wie betrieben quasi halt, ja, auch wenn hochsensible Daten hier mit reinkommen und die Daten werden definitiv nicht für Trainingszwecke verwendet halt, ne. Wenn du wiederum im ChatGPT unterwegs bist halt, ja, von OpenAI, da sieht's wieder komplett anders aus halt, ne. Also gerade im freien Bereich, und das ist ja auch das, was ja viele immer ansprechen, man bezahlt bei kostenlosen Diensten, wie bei ChatGPT, wenn du keinen bezahlten Dienst hast, immer mit deinen persönlichen Daten halt. Also alles, was du da reinhaust, nutzt das System für Trainingszwecke halt und wird dadurch ja immer mächtiger natürlich. Und man muss auch überlegen, es ist ja gerade so ein Wettkampf mit den Herstellern. Gerade Google ist da, glaube ich, in einer sehr spannenden Situation, muss man sagen, oder Position. Wie ich gelesen habe, hat Google zum Beispiel mit sämtlichen Bibliotheken in den Vereinigten Staaten oder versucht gerade mit allen Bibliotheken Verträge zu schließen, dass Google denen die kompletten Inhalte, die lokalen Bücherinhalte digitalisiert auf der einen Angelegenheit, auf der anderen Angelegenheit aber Google dann die Exklusivrechte bekommt, diese Daten für Trainingszwecke, für Gemini oder sonst was zu verwenden halt, ja, und da denke ich mir so, nicht schlecht halt, ja. Also wenn du sämtliche Daten von sämtlichen Bibliotheken in den USA in eine LLM packen würdest, dann wird die Luft dünn, wenn du eine Frage stellst, dass da keine Antwort kommt oder keine aussagekräftige Antwort halt, ne? Und das wird natürlich in allen beruflichen Bereichen halt immer signifikanter. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du könntest jetzt auch dieses Modell nehmen und das komplette keine Ahnung, ja, die komplette Rechtslage im Familienrecht dem Modell mitgeben, als RAG-Quelle quasi, und hättest dann einen Familienrechtsberater quasi an der Hand, wo man natürlich sich dann wieder die Frage stellt, ja, dieser Bot wird ja dann nur auf Fakten basiert Antworten liefern und nicht aus Erfahrung wiederum halt, ne? Und das ist, glaube ich, heute noch der größte Unterschied, dass die KI natürlich auch Berufszweige übernehmen wird, unterstützen wird, aber die Erfahrung der Menschheit immer noch nicht in den LLMs mit einfließen halt, ne? Und das ist halt heute, glaube ich, noch unser größter Mehrwert in der Arbeit, ne? Diese Erfahrung, die wir haben, und die kann kein LLM wiedergeben. Aber natürlich auch das könnte man einem LLM auf der Tonspur, ja, du müsst einfach nur einen Podcast machen und von deinen Erfahrungen berichten, und schon könnte man es nehmen und wieder ein LLM zum Trainieren geben oder als RAG, und dann hätte man die auch eingebunden. Also alles möglich tatsächlich heutzutage. Spannend auf jeden Fall. Sehr. Okay, Genau. wir Also haben das wollten wir jetzt einfach heute mal zeigen, Perfekt. einfach halt. Ja, genau. Perfekt. Cool. Sieht sehr gut aus. Okay, also das Modell, das 4O, ist praktisch bis Oktober 23. Das heißt, die Daten, die bis dahin trainiert worden sind, kann ich nutzen. Genau. Wenn ich dort meine persönlichen Daten eingebe, wird das nicht zu Trainingszwecken genutzt. Punkt. Genau. Ganz einfach. Genau, das ist eigentlich eine gute Sache. Also erstmal für einen selbst. Aber man hat natürlich nicht die neuesten Informationen. Das ist natürlich neueste Möglichkeiten, ist natürlich dann ein bisschen beschränkt, weil es ja schon auch fast 3 Jahre her ist. Muss man ja einfach sagen. Ja, man muss halt sagen, ob jetzt das 4-Modell jetzt die richtige Wahl war. Natürlich hätte man auch 5.2 nehmen können. Und man muss ja auch mal sagen halt, alte Modelle werden abgekündigt halt, ne? Neue Modelle kommen gefühlt alle 2 Wochen hinzu, ja. Jetzt auch Microsoft wieder mit den ganzen Voice Realtime Modellen halt.
Ja, vorletzte Woche. Das geht ja rasant und man muss auch sagen halt, einmal werden die neuen Modelle natürlich vom Wissensschatz immer größer natürlich, weil immer neueste Informationen mit einfließen. Das Kontextfenster wird immer größer, das heißt, du kannst nicht nur kleinere Schnipsel dem Modell mitgeben und eine Frage stellen oder eine Promptanweisung, sondern du kannst halt seitenweise dort Anweisungen reinpasten. Das gab es ja früher auch nicht. Die Geschwindigkeit ist erhöht, Latenz natürlich kommt drauf an, wo es gehostet wird, aber und es wird halt immer günstiger halt, ne? Also nicht nur unbedingt immer, aber halt in den meisten Fällen werden auch die neueren Modelle immer von der Taktung halt, ist ja immer bei Microsoft auf Millionenebene halt, also 1 Million Tokens Input und Output und auch der Zwischenspeicher, der Cache wird ja. ja auch dann berücksichtigt. Aber das ist heute, wir reden mal von Euros, ja. Also ich meine, das 5.2er Modell, können wir mal ganz kurz gucken. Ähm, das ist, das ist schon günstig, muss man sagen. Also klar, die Schwierigkeit ist immer herauszubekommen, was kommt am Ende des Monats für Kosten auf uns zu. Ja, das Thema hatten wir jetzt auch schon wieder bei einem Partner, der, habe ich ja glaube ich erzählt, ne, Copilot Studio beziehungsweise einen Agenten betrieben hat in Teams, der mit Copilot Studio erstellt worden ist. Und hier gibt's wirklich eine Grenze halt. Hier gibt's tatsächlich die 25.000 Messaging-Grenzen im Copilot Studio, wenn du Agenten betreibst, auf Tenant-Ebene. Auf Monatsebene halt, ja, und das ist wirklich bei Copilot Studio ein bisschen was Besonderes, muss man sagen, wenn man da einen Agenten betreibt. Und zwar ist es so, wenn du da, es wird nicht per Tokens abgerechnet, sondern wirklich per Nachrichten halt. Ja, gibst du dem Agenten Ja, einen okay. DIN A4-Blatt mit, ist das eine Message halt. Ja, gibt der Agent dir eine Antwort zurück, ist das die zweite Message halt. Ja, das heißt, unabhängig davon, wie groß der Kontext ist, rechnet Microsoft in Messages ab. So, wenn du aber jetzt 10 Mitarbeiter hast und hast 25.000 Messages im Monat frei, und danach wird per Message bezahlt, also per Credits quasi halt im Copilot Studio. Das wird nochmal anders bewertet. Dann kann das schon relativ schnell, bei 10 Mitarbeitern nicht unbedingt, aber wenn du jetzt 1.700 Mitarbeiter hast, ja, kann das schon relativ schnell auch relativ teuer werden. Und in dem Fall war es Ja, wirklich so, dass da innerhalb von kürzester Zeit der POC lief, ja, über eine Woche und dann hat aber das Unternehmen unabhängig mit Absprache des Partners das intern dann kommuniziert und dann haben das plötzlich dann, ich glaube 500 oder 600 User halt konsumiert und dann wupp war das Kontingent futsch, ja, und man lief dann in diese Pay-per-Use-Modell-Variante rein und dann wurde ja, es dann relativ schnell teuer halt und anders ist es halt im Endeffekt mit den Foundry-Modellen, ne? Hier wird wirklich per Million Token abgerechnet und du siehst es halt hier tatsächlich, ja, also 5.4 ist das aktuellste. Ich meine noch nicht in Europa verfügbar, von ja, daher ist das halt, aber du siehst halt hier, ne, 2,14 € für 1 Million Token. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind 1 Million Token halt, ne? Das Thema hatten wir auch schon ja, zigmal. Es gibt zwar einen Tokenizer, aber so ganz genau zu wissen, was kommt jetzt am Ende des Monats für Kosten auf einen zu, weil wir müssen ja auch den Output des Modells natürlich rechnen. Da kann man halt schon mit Systemprompts, du hast ja die Möglichkeit in Foundry, hier einen Systemprompt anzugeben, ja, und hier kannst du schon sagen, bitte antworte kurz und knapp, nie länger wie 300 ja, Tokens, ja, auch immer auf Deutsch, immer höflich, immer knackig, kannst du alles hier eintragen, umso detailreicher hier deine Promptanweisung ist, umso perfektere Antworten bekommst du natürlich auch und somit kann man natürlich auch die Kosten gering halten natürlich, in Anführungsstrichen, ja, und auch die ja, Output-Tokens hier im Zaum halten, aber ich empfehle immer halt, ne, man kann nicht von vornherein sagen, es sind so und so viel Tokens pro Mitarbeiter pro Tag und dann das hochrechnen, das geht halt nicht, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Also ich würde mir vielleicht so einen Kalkulator gern mal ich bin auch kurz davor, sowas immer zu entwickeln, vielleicht halt zu sagen, okay, man würde gern mal so ein Tokenizer und dann, dass man die Modelle auswählt, dass man sagt, okay, hier gebe ich mir ein Beispiel, prompt mal mit, ja, rechne mal aus, wie viele Token das sind, was ist am Ende des Monats und wie viele Mitarbeiter. Das wäre mal cool zu haben, aber wir empfehlen immer halt, okay, komm, keine Ahnung, gib eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern dieses Modell mit, lass es im POC einfach mal verschiedenste Szenarien, einmal wenig nutzen, einmal
normal nutzen am Tag oder einmal High Performer nutzen, dann kann man halt dann das hochrechnen auf die dementsprechende Mitarbeiterzahl, die man im Endeffekt hat. Und dann hat man eine grobe Hausnummer, was am Ende des Monats bei rauskommt, weil du hast immer Benutzer, die halt nicht so wirklich AI-affin sind, ne? Die sagen, boah, muss ich das jetzt, ne? Okay, ich teste das mal, aber nee, ist mir zu heikel oder zu fancy. Ja, Und dann hast du aber wieder die Power-User, die das Ding von morgens bis abends rösten, ne? Und dann da halt die hohen Peakzahlen halt produzieren. Also von daher, ja. man kann das nicht immer pauschal sagen. Das ist bei Copilot aber auch nicht anders. Ich will nicht wissen, wie viele Leute Copilot lizenziert haben und jeden Monat da Kohle abblechen, die das gar nicht nutzen tatsächlich halt. Ja. Ja, spannendes Thema, auf jeden Genau. Fall. Und hier hast du dann die Möglichkeit, auch Sehr nochmal cool, ganz kurz sehr im gut. Hast du Analyzer noch zu was zu sehen, zeigen? Haben wir noch wie viele irgendwas? Benutzer haben wie viele Nachrichten rausgehauen. Du siehst auch genau, genau. Zeige ich jetzt gerade. Also hier im Analyzer hat man dann auch die Möglichkeit, tatsächlich hier sich die Tokenanzahl, die Nachrichtenanzahl anzuschauen. Das ist ziemlich spannend tatsächlich. Und das gleiche kannst du aber auch in Foundry machen. Also du hast hier die verschiedensten Möglichkeiten, Ja, deine Kosten so gering wie möglich zu halten und auch die Tokennutzung zu überwachen natürlich. ja, okay. Sehr spannend, auf jeden Fall. Definitiv. Sehr cool. Ja, gibt es noch was zu zeigen? Eigentlich nicht, muss ich sagen. Das war erstmal das, was ich zeigen wollte. Einmal kurz, wie einfach man heutzutage sowas aufsetzen kann. Klar, man könnte jetzt da noch Stunden investieren, um das zu konfigurieren und da noch RAG-Dateien anzuhängen und auch noch den Token Kalkulator hier einzubinden halt, aber ich glaube, fürs Erste sollte das reichen, erstmal zu zeigen, wie das geht tatsächlich und ich würde mich extrem freuen, wenn das der eine oder andere einfach mal nachbauen würde, auch vielleicht als Use Case, als Managed Service zukünftig in seinem Angebot mit aufnehmen würde, weil ich glaube, jeder Kunde, der AI-affin ist, könnte sowas gut gebrauchen oder viele davon auf jeden Fall. Ne? Ja, denke ich auch, definitiv. Cooles Tool, coole Möglichkeit, sowas zu konsumieren, definitiv. Und spannend, sehr gut, Genau. Joris. Und man muss auch Vielen Dank für mal, die Vorführung. gerne. Und man muss auch mal abwägen halt natürlich, wann macht Copilot Sinn und wann macht vielleicht so eine Lösung einfach Sinn halt, ne? Weil Ja, also alle Lösungen stoßen an ihre Grenzen. Ich merke jetzt auch mittlerweile, Copilot ist halt gerade ab einer Enterprise-Anzahl von Mitarbeitern nicht immer zielführend halt, ne? Wie bei dem einen Beispiel jetzt schon erwähnt. Also das hat da ganz schön hohe Wellen geschlagen und der Kunde ist jetzt tatsächlich in der Bredouille eine andere Lösung zu konsumieren und da kam einfach jetzt Foundry ins Spiel, weil man muss halt sagen, ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl kann man mit Foundry natürlich viel customizen, viel granularer arbeiten, viel alles im Zaum halten und ich sehe ja, Foundry da auf jeden Fall als den Platz hier schon zukünftig an. Ja. sehr cool. Sehr cool. Ja, nochmal vielen Dank für die Vorführung, auf jeden Fall. Gerne Ähm, doch. ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Eine Stunde rum wieder. Oh, geht schnell. Ne? Ja. Ähm, genau, und möchtest du noch was sagen, was ergänzen vielleicht an deiner Stelle, an der Stelle jetzt? Ja, ich sag immer halt, probiert's aus, ne? Also ich glaube nicht, also über die Theorie kann immer jeder reden halt und da auch drüber floskeln und dann auch immer seine Erfahrungen wiedergeben, aber die richtigen Erfahrungen macht man eigentlich in der Praxis einfach halt, ne? Probiert's aus, merkt, wo die Grenzen sind, was wie gefixt werden kann, was noch optimiert werden kann und ich glaube, dann kann man auch wirklich dann auf dem Markt auch mitreden und genau, ich will animieren, einfach es umzusetzen. Ich glaube, wir brauchen mehr Macher in Deutschland als reine Theoretiker, von daher gebt Ja, Gas. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ja, auch gerne Anregungen, was vielleicht nicht so gut lief, was vielleicht besser laufen könnte. Also wie gesagt, ich kann ja nur von meinen Erfahrungen reden. Ich denke mal, da draußen gibt es genug Leute, die das vergleichbar aufgesetzt haben oder vielleicht optimiert sogar haben. Aber wir wollen einfach nur mal aufzeigen, wie einfach das geht und euch animieren, einfach mal loszulegen, tatsächlich. sehr cool. Alles klar. Vielen Dank. Ja, dann von meiner Seite auf jeden Fall auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das gefällt, das Video, lasst gerne ein Like da oder kommentiert. Das ist uns sehr wichtig, damit wir in Zukunft natürlich auch natürlich uns erstmal verbessern können und natürlich auch weiterhin sehr viel Spaß an solchen Videos haben. Haben wir natürlich trotzdem.
Aber grundsätzlich würde ich sagen, erstmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss. Ebenfalls. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.